Antonio, der Waffenhändler. Die Stiefel sind weg. Oh, personally, I think daylight's overrated. I Ich get habe by die just Stiefel in fine. den Bau gebracht. Yes, you did. You know how I know? The rain cloud over your head is all but gone. Here, for your hard work. With a lady luck back on my side, I expect the business to be less bust and more boom. And let us never speak of those accursed boots ever again. 3800 Credits. Happy to Nice. make a deal. Sonst noch was? You need something else, I'll be here. Okay, haben wir sonst noch etwas hier? Spätentwickler. Salinas Paket. Wo? Das ist auch hier. Okay. Ach, das ist sogar hier unten. Wie passend. Ach, das war der Typ. Hier ist das Paket. Ah, excellent. I see you've held up your end of the bargain. Natürlich. So I'll do the same. Mhm. Salina's hardware is now open for business. I'll unlock the door for you. Feel free to come around and peruse my wares anytime. Don't mind me. Okay then. Come on back. Ah, und er macht da jetzt auch. Oh. Das ist aber alles still. So, muss ich jetzt noch mal mit dir reden, oder? Welcome to Salina's Hardware. All right. Take a look. Okay. Ah, okay, die macht 3 Damage. Aber korrosiv zufälligen verursacht Korrosionsschaden. Ah, okay, okay. Mhm, mhm, mhm. Die ist ein bisschen besser als meine erzeitige Schrotflinte. Ja, komm. Die kaufen wir mal. Dann können wir die verkaufen, die wir... nee, die haben wir gerade gekauft. Die macht doppelt so viel Schaden. Die andere hat zwar keine Buffs, aber... Ja. Die macht doppelt so viel Schaden. Dementsprechend wird die ausgerüstet. Okay. Dann haben wir das tatsächlich auch. Achso, warte mal, bevor ich wieder komplett gehe. Lass mich mal gucken, was du noch so hast. Vielleicht. It's a quaint when a customer leaves. Oh, was? I help out Henrik from... I think I need to give things a bit of a break. Why don't you come back in a few hours? Ernsthaft? Scheiße. If I were you, I'd put that back. Psst.
So, schönen Tag noch. So, du Penner. Okay, dann gucken wir nochmal nach bei den Quests. Ich glaube, wir haben keine neue Story. Zurück an die Arbeit. Neon sofort fällig. Die Schulden, ja. Aha, aha. Wo ist das? Ja, da sind wir auf jeden Fall noch nicht für ausgestattet. Level 65. Wo ist denn aktuell die ECS Constant? Die ist immer noch hier in Porima. Ihr seid ja weit gekommen. Absolute Banger. Okay. Dann gehen wir vielleicht erstmal zurück zum Bau. Müssen wir aber erstmal wieder auf unser Schiff. Dann gehen wir zum Bau, dann geben wir da die Mission ab. Ja, machen wir noch. Dann geben wir die Mission schon mal ab. Dann haben wir das fertig. Oh, schön. So. Hey, Dad. Want to hear a joke? Sure, sweet pea. The old man could always use a laugh. Ja, das Kind soll mal den Mund halten. Who can jump higher than a skyscraper in New Atlantis? I don't know. Who? Everybody! Skyscrapers can't jump! Dan acknowledging incoming hail. Docking Bay 1 is free. Okay. Ich hasse das Good Kind. one, Cora. Hey, next time you see Barrett, try it out on him. Miep. Okay. Einsteigen. Eigentlich ist es ja aussteigen. Aber es ist Any beides. troubles you need to share? Hast du etwas? I do. You must have read my mind. Ja, du hast mir das halt auch nicht zweimal Nein. gesagt. Ey, Only a du. matter of time before I get promoted out of here. You Weiß look like ich you've got nicht. news. It better be good news. Okay, come on. Don't keep me in suspense. When do I ship out? Du wirst nicht fliegen. Oh, ich bringe noch viel bessere Nachrichten. Vielleicht möchtest du dich vorher lieber hinsetzen. Ich habe ja gar keine Ahnung, was die Sache ist. Ich habe noch bessere Nachrichten. What? How could it be better? Oh, come on. Quit messing with me and just tell me already. Gratuliere, du hältst eine spezielle Belobigung. Lies selbst, ich will nicht vorgreifen. Ja, lies selbst. Okay. Commendation, huh? That's not so bad. Bet Reyna doesn't have one. Thanks for doing the legwork here. I'm not gonna forget that you helped me out. And someday, when I'm running the Vanguard, I'm gonna make sure you get paid big time. For now, though, my account's a little light, so this is the best I can do. But really, I mean it. I'm gonna remember this. Naja. Marquez is all right. See you around. Besser, wir sehen uns nicht mehr. Mission aktualisiert. Lifting off right away, or do you need a little bit of time? Ah, okay. Gut. Schade Schokolade. Spiel hat sich gedacht, ja, reicht dann auch für heute.
Du hast jetzt etwas über eine Stunde gespielt, jetzt machen wir Pause. Na gut. Dann machen wir halt erstmal eine Pause. Okay, und weiter geht's. Aber ich habe schon gesehen, dass es immer noch, die sind immer noch bei Programmer, da hat sich nichts getan. Okay, dann Echos der Vergangenheit. Fliegen wir nach Seoul und erstatten Bericht auf der UC Vigilance, können ein paar Beweise abgeben. Und dann schauen wir mal. Und hüpf. Ich glaube, das wird ewig dauern, bis ich andere Schiffe fliegen kann. Oh. Wir haben jetzt schon... Also wir müssen jetzt 15 Schiffe platt machen, damit wir weiter skillen können, damit wir dann Schiffe der Klasse B steuern können. Und dann müssen wir wahrscheinlich, keine Ahnung, nochmal 30 oder so, bis wir dann C spielen. Und so viele Fights kriege ich gar nicht in Space. So. Das wird ein bisschen dauern. Fleet call us sharks. Hallo? You're back. So how did it go? Du wirkst ein bisschen überrascht. Ja. Warum bist du so überrascht, mich zu sehen? Frankly, it's because we've never gotten this far before. The last agent I sent to infiltrate the Crimson Fleet ended up in a morgue on New Atlantis. Ach so, und das dachtest du, das brauchst du mir nicht erzählen. Even with our best intelligence equipment, we can monitor very little from the vigilance. We can pick up local communications chatter and use long-range scans to see where you travel. But when you're on the ground, you're on your own. If we get too close, we not only expose ourselves to an attack, but we might blow your cover. And that could get everyone killed. Ich bin durch mit dieser Scharade, ich will aussteigen. Ich habe die Crimson Fleet erfolgreich infiltriert, aber mir kommen Zweifel. Ich habe die Crimson Fleet erfolgreich infiltriert. Dieser Plan wird funktionieren. Sagen wir mal, wir haben zwei. You stop now. Delgado will make it his life's work to hunt you down and kill you. Not to mention the fact that you could potentially jeopardize the intelligence operatives we have in the field. Lieutenant Toft is correct. I'm sorry, but there is no turning back. That being said, I believe you should be proud of what you've accomplished. I was certain we'd fool Delgado, but never. She's a sharp one. Overcoming her scrutiny is no small matter. Did you discover anything worth reporting yet? Delgado sucht einen... Ja, aber bevor wir was sagen, erstmal kann ich dir diese Information auch wirklich ungefährdet anvertrauen. I understand your concern, but you can rest assured that every member of this crew has been thoroughly vetted by both myself and Lieutenant Toft. Any information that you turn over will not be leaving this ship until it's fully encrypted and encoded. I give you my word. Woher wusstest du, dass ich Delgado täuschen kann? If the intelligence I've read is accurate, Delgado is a charismatic leader, but a bit short on judgment. That's why you want to stay on his good side, and stay away from Neva. She's shrewd, and she's sniffed out everything we've thrown her way.
Ja, aber ich glaube, es könnte trotzdem nicht verkehrt sein, die Mission für sie auch noch zu machen dann. Um das Vertrauen zu bekommen. Delgado sucht ein Gelbbankschiff namens Legacy, das mit einem Vermögen an Bord verschollen. Legacy. Why does that sound familiar? Wait a moment. Are you telling me Delgado may have actually located Crix's legacy? Excuse me, Commander. Did you say Crix's legacy? Please tell me you aren't seriously going to give that any credence. Everyone knows that's just I don't know, a myth. I'm holding tangible confirmation of the word legacy attached to Crix's name. That's too much of a coincidence to attribute to myth. I suppose it's possible, sir. Intelligence picked up a bit of chatter on that subject recently. We assumed it was some sort of tall tale or a story to attract recruits to their cause. Stimmt. Sarah war ja gar nicht dabei. Ich glaube, es ist wahr, Märchen oder nicht. Delgado glaubt daran. Ich bin das alles schon mit Delgado durchgegangen. Wir haben ja Beweise eigentlich, ne? Also. Well, we can solve that little mystery in about 10 seconds. Let me see what we have here. Nope. There are no records of a Gal Bank transport named the Legacy in the database. I think Delgado's trying to manipulate you. What do you think, sir? I think there's no record because Gal Bank is hiding something. Delgado's no fool. If he risked his own neck to get that information, then he must be on to something. We have to take this seriously. What's your next move? Erstmal stelle ich Fragen. Warum glaubst du, dass die Gelbank etwas Can you versteckt? imagine the amount of embarrassment Gal Bank would have to endure if they listed a lost transport in the ship registry? Doesn't matter if that ship went down 5 or 500 years ago. If news gets out that a bank has misplaced money, it would tank their value. Woher wisst ihr, dass Delgado mit uns im Schloss war? That one's simple. We monitored your ships heading down to the surface of Suvorov. In fact, when he returned to the key and you didn't immediately follow, well, we almost thought our operation was terminated. Okay. Ich soll auf einen Starliner gehen, um einen Zugangspass zum Gelbank-Archiv zu Clever, stehlen. Delgado. Very clever. If I were in your place, I'd be trying to do the exact same thing. We can't let Delgado get his hands on what could potentially turn out to be the largest haul of credits the Crimson Fleet's ever seen. Maybe I should head out to New Atlantis, sir. I could press the Gal Bank execs for information. Get ahead of everything. No. Let's allow this to run its course. We have our agent here feeding us information. I think that's good enough for now. There's more to this than just finding the location of the transport. Jasper Crix was clever. For some reason, he never got there. Sollte ich die Sache nicht beenden, indem ich Delgado umbringe? And let Neva Mora take his place? Or Shinya Voss? Or any one of a number of pirates already gunning for his position? No. The solution is to stick to the undercover operation and determine how much of this is truly a credible threat. Woher weißt du, dass Jasper Crix die Legacy nie gefunden hat? Because the Crimson Fleet would be a totally different adversary, and Crix wouldn't have disappeared years ago. Even if they hid the money with that damn human computer Shinya Voss, our forensic accounting people would have found that data. No, the Crimson Fleet are in dire shape right now. They haven't seen that much currency, well, ever. Dann machen wir weiter wie It's geplant. imperative that you do. If the Crimson Fleet gets its hands on a transport full of currency, it would be disastrous for the settled systems. I need you to do whatever you can to bring us more information. And for God's sake, don't kill anyone on that Starliner. You're both dismissed. The two of us make quite the pair. 10.000. You have permission to speak freely, as you were. Anything Ich habe new to report? Beweise. Excellent. Let me have it, and I'll upload it to our database. Das stammt aus dem Schlossgefängnis auf Suvorov. It's amazing that all this romantic nonsense about Crix's legacy really just amounts to a rumor Jasper Crix picked up in jail.
It just goes to show you how a tiny rumor can snowball into a full-blown fairy tale. Have any more? Ihr solltet Hopetown warnen. The fleet's planning a raid on Hopetown? Okay. I didn't expect them to be so bold, but I suppose desperate times call for desperate measures. Don't worry. I'll circulate the description of this captain to the authorities on Hopetown and make sure they never set foot in that settlement. Find anything else? Neva ist mit dieser Basis auf Crete noch nicht fertig. I have to hand it to Neva Mora. The lady's thorough. That facility on Crete still holds a good bit of valuable resources and equipment. All right, can't do much with this one except pass it over to the military. Hopefully they stop denying the base's existence and do something about it. Anything else? Das war's. All right. Keep up the good work. Ah, du willst wirklich nicht über die Vergangenheit reden, oder? You're not gonna let this go, are you? Why do you care so much about my past? Keine Ahnung. Du wolltest darüber reden, wenn das alles hier vorbei ist. Ich will wissen, mit wem ich arbeite. Wir sind immerhin Profis. Da ich der Sister mein Leben anvertraue, habe ich ein Recht, es zu erfahren. Warum stört dich die Frage? Because the things you're asking are private. And we're supposed to be maintaining a professional rapport, not making friends. Warum sollten wir nicht Freunde werden? Look, I like to keep my attachments at a minimum, okay? In my line of work, if you make friends, you eventually end up losing them, either through reassignment or, well, for other reasons. Mhm. Ja, wenn das alles hier vorbei ist, aber es ist ja noch lange nicht vorbei. Keine Ahnung, ich finde irgendwie alle drei Sachen nicht so hervorragend. You're right, I did. I suppose I'm hesitating because I'm not sure you'll like what I have to say. Would it shock you to learn that I spent some time in prison? I suppose that makes me a hypocrite. Warum macht dich das zur Heuchlerin? Oh, come on. I haven't exactly been cordial about my feelings towards the Crimson Fleet's illegal activities. Schockiert trifft es ganz gut. Du bist keine Heuchlerin, aber du hast eine Menge zu erklären. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie eine Menge zu erklären hat. Also, schockiert. Schockiert nicht, aber überrascht wäre vielleicht. Warte mal. Oh, does it now? Was I giving off some kind of ex-con sort of vibe? Well, give me a chance to explain. I grew up in the Well in New Atlantis. Parents made barely enough money to keep the lights on in our apartment. After I dropped out of school, they begged for me to look for work. But I realized it was a lot easier to simply take whatever I wanted instead. A year after that, I'm a career criminal with UC security breathing down my neck, and my parents kicking me out of the house. Das ist mies. Du hast also auf der Straße gelebt? Hell no. I made enough money to buy my own apartment. Filled it with some decent stuff, too. I'd even send pictures of the place to my folks to rub it in. I was a real asshole. Well, I wasn't a nice person. Mhm. Von der Verbrecherin zur Gesetzeshüterin. Was für eine Geschichte. Ich warte auf die böse Überraschung. Du hast getan, was du tun musstest. Ja, man hätte es wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, man hätte es vielleicht auch anders tun können, aber... That's just it, though. I was having the time of my life. Earning way more than I needed to simply get by and loving every minute of it. Back then, if you would have told me one day I'd be wearing this uniform, I'd have said you were out of your mind. Und doch ist es jetzt wahr. Irgendwann hat die UC Sister dich bestimmt für eine verdeckte Operation rekrutiert. Klingt nach einer schmerzlichen Erinnerung. Vielleicht sollten wir aufhören. Und doch ist es jetzt wahr. Thanks. I'm quite proud of where I've ended up. Let's just say the years after my time in the Well were filled with highs and lows. Look, the point is that I felt you deserved to know a bit about my past.
To know where my anger towards the fleet comes from. Mehr verrätst du mir nicht? Yeah. I think I've told you more than enough. Besides, my job here is to keep an eye on you, not the other way around. Vom Verbrecherdasein in New Atlantis bis zur Fleet ist es ein weiter Weg. Du musst dich für deine Wut nicht rechtfertigen. Danke. You're welcome. Well, I think you've had enough for now. You get the point. Let's get back to it before Keyboy writes us a citation for loitering. Okay. I'll be here if you have any more questions. Dann I bet operations on the key are a clown show. düsen wir wieder davon, würde ich behaupten. Und dann machen wir uns auf den Weg ins Sonnensystem namens Sonnensystem. Head to my crew position. Abdrücken. Ach nee, wir sind ja schon 20 Idiot. Ups. Gut, dass da kein Schiff war. Sag mal, müsste hier nicht irgendwo der... Müsste hier nicht irgendwo der Mars sein? Leute, ich habe den Mars verloren. Ah, ich habe den Mars wiedergefunden. Kein Problem. Einfach mal einen ganzen Planeten verloren. Miese Brise. Be advised, you are entering United Colony space. Please maintain course and prepare to be scanned. And we're done. Welcome to Mars. Dankeschön. Mars, Schmaß, sag ich mal. Hauptquartier der Red Devils. Erstatte Hadrian Bericht. Stimmt, wir haben auch wieder Erddaten, oder Erddaten. Hier, Ressourcendaten, nein, hier. Analysedaten. Was ist denn hier los? So, ja, okay, gehört, ja, okay. Ist halt mittlerweile UC-Angelegenheit. Hey, hey, hey! Was geht ab, ihr Ratten? Howdy. Howdy. Everything appears on the up and up, so far. Dem geht's gar nicht gut. Lieutenant Gaultier Azevedo. Oh, this goddamn planet. You romanticize a place when you're away from it for long enough, but I forgot what a dust-crusted pit Mars can be. Now you, what do you need? Ich weiß es nicht. Wollte mich nur vorstellen, Captain Gideon Vanguard, ich arbeite mit Hadrian. Was stimmt denn mit dem Mars nicht? Oh, nothing. I love having to take a toothbrush to every crate they drag in here. Now, you gonna tell me what you need, or can I get back to my work? Du bist ein Arschloch. Ich bin Captain Gideon von der Vanguard. Oh, that's you then. I was informed we might be working together. Don't much care for Vanguard. But sounds like you two really got into the thick of it back in New Atlantis. My sister's kids live in the city. So, thank you for what you did there. Was hast du denn gegen die Vanguard? Ja, wahrscheinlich, dass das nicht ausgebildete Soldaten sind, quasi, wa? Don't think it's a controversial belief that the UC should spend its money on its own people first, rather than doling out credits to pilots from God knows where. But, considering the evidence before me, I guess the program's not a total waste. So, what you did for New Atlantis, I appreciate it. Gern geschehen. Ich hoffe, deinen Angehörigen geht es gut. Ich bin wirklich nur hier, um Vorräte zu kaufen. Nein, ich hoffe, deinen Angehörigen. Yeah, they both came through okay. One science division, other's an artist.
Effectively useless human beings that would have had no reason to be anywhere near the fighting. Still, would hate to see anything happen to them. Now, what was it you needed? Hat er gerade gesagt, das sind useless human beings? Was? Ich habe das Gefühl, dass du nicht zum ersten Mal hier arbeitest. Habe ich recht? That's correct. Ran logistics for the Devils for years before getting the assignment here. Military logistics isn't usually thrilling work, but as bone-crushingly exhausting as this job could be, it sure as hell was never dull. Coordinating habitats for nightmares from the far side of Lantana 8B and their favorite breathing snack foods? Sure, why not? Stocking the UC for a rancher who's got 2,000 grade A kilos of biomass he can ship to Mars per week? We call days like that Tuesday. So when I heard things might be opening up again, I put in for my transfer immediately. Was hältst du von diesem neuen Projekt der Beseitigung der Terrormorphs? If anyone can pull off something as downright lunatic as that, it's these people. And I'll make sure they've got all the supplies they might need to make it a reality. Apropos supplies. Everything up to spec. Ja, moin. Sieben. Mhm. Oh, 119, die macht mehr als meine aktuelle Breach. Der hat ein paar Waffen dabei. Aber ich würde sagen, davon brauche ich nichts. Anzüge. Ne. 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 Hi. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich glaube, die Heck ist im Haus. Starting? Haven't had to absorb information this fast in decades. Luckily, I've learned all this junk once before. Okay. Du hast also nichts. Okay. Hello. Sag mal, wenn ich mir diese Zellen so angucke, es wird doch nicht passieren, dass wir versuchen, welche lebendig zu fangen, oder? Hört nämlich mit. Yes? Howdy. Mal, wo ist denn Hatred? Dann muss ich gleich vielleicht doch die Quest aktivieren. Hey. Ja, hi. Hello. Munition wird mit der Streuung, weiß ich nicht. Okay. Wenn sonst nichts ist. Aber wo ist die Tante? Ja, hier bist du. Captain? Hallo. Welcome back. Was afraid you might have gotten reassigned. You've been gone so long. So how's it feel to be a citizen?
Sehr gut, Maya. Also eigentlich fühlt es sich genauso an wie vorher. Ich bin nicht gerade begeistert, mit einer Gruppe wie den United Colonies in Verbindung zu stehen. Weißt du, ich hätte diese Bürgersache fast vergessen. Seither ist eine Menge passiert. Ja, machen wir. Must have changed up how the ceremony works. I just raised my hand and said, sure, I'm in. But it is real good to have you here again. We've been going through the Terramorph data and, well, we're gonna need all the help we can get. These logs, they're even more thorough than I remembered. Genetic workups, population statistics, hell, even their food chain. I'd completely forgotten, for example, that there was a creature that actually ate Terramorphs. At this point, the data's given us more options to explore than we have people to work on them. Damit kann ich dir helfen. Ich habe dein Forschungsteam gefunden. Dann wird es dich bestimmt riesig freuen, dass dein Forschungsteam auf dem Weg hierher ist. Was für ein Monster frisst denn bitte Terramorphs? Well, 8. They went extinct a few decades back. A big lumbering thing called an Aceles. Something I'd love to learn more about, if we had the people to look into it. Ja, dein Forschungsteam ist auf dem Weg hierher. That'd be something, wouldn't... I'm sorry, are you... You're serious? You found... our research team? That's... incredible. That accelerates... everything. With them back, it'll let us... Wait. Kaiser. Did you find Kaiser? Was ist denn so besonders an diesem Kaiser? Well, Kaiser's one of a kind. Special built for the sort of work we did. Dealing with unfriendly beasts in hostile environments. No other robot in the galaxy like him. So did you really manage to track him down? Ist als nächstes dran, aber ich brauche wohl deine Hilfe wegen seiner Sicherheitsprotokolle. That's right. You would need that. Whoever gave you these leads sure knew their stuff. Oh, how? How exactly did you manage to find them? Mache einfach einen guten Job. Ich hatte etwas Hilfe, mehr kann ich nicht sagen. Eigentlich hat dein Vater sie gefunden. Ja, ich werde sie nicht vorenthalten. That's not funny. Seriously, how'd you find them? Lügen erwischt. Ich möchte, dass du mir zuhörst. No. That's insane. He died. They executed him. They faked his death? My entire unit, they threw us all to the wolves, but kept him? And now he's what? An advisor? Commanding the fleet in secret? What was so important that they had to keep him alive? Eigentlich ist er heimlich der Präsident. Meine Fresse, Alter. Das vorherige Kabinett dachte, er sei nützlich, sei zu nützlich, um ihn loszuwerden. Ja. Und das ist ja auch richtig. Ja, machen wir das vorher. I'm sure they did. They invested so much in him over the years. Even grew him an entire family he didn't want. I guess it makes sense though, doesn't it? The UC of that era only created me because they were afraid of a world without Ve Victus in command. Why would they get rid of him? As long as I live, I'll never understand the loyalty that old bastard elicited. Es tut mir leid, dass ich das Thema angesprochen habe. Naja, ich glaube nicht, dass uns das leid tun muss. Also, wenn, dann hätte es uns eher leid tun müssen, wenn es irgendwann rauskommt und wir haben nichts erzählt. Die Menschen sind bereit, viel zu ignorieren, wenn man Ergebnisse erzielt. Ich weiß nicht, es ist irgendwie charmant auf eine gruselige, serienmörderische Art und Weise. Ja, die Menschen sind bereit, viel zu ignorieren. Exactly. Because the UC, they did a lot of terrible things for that man.
But even knowing they did, knowing that they kept him alive all this time, you know what I feel right now? It's hope. I had no one when I was outside the UC. No Red Devils, no family. But that old world, where I was no one and my father mattered, that's gone. Thanks to what you and I have done, I have a place again. A purpose. But it's finally one I can be proud of. You and I, we're getting to change what the UC stands for. So I don't care if Vivictus is alive or dead. He can rot for all I care. We're the ones who are making the settled systems and the UC better. Du bist also wirklich bereit, den Colonies zu vertrauen nach allem, was sie getan haben? No, but I am willing to try and make them a place we can be proud of. The UC that kept my father alive, that threw me out, those people aren't in charge anymore. And the ones that are, well, they're giving us a chance. It's up to us to do something with it. Weißt du, ich würde am liebsten wieder zur Tagesordnung üben. Aus der Vergangenheit der Colonies etwas Gutes machen. Das kann ich unterstützen. Du gehst viel besser damit um, als ich erwartet habe. Ne, das kann ich unterstützen. Precisely. Because there's nothing we can do about past choices. What we can do is try and make the right ones now. So, let's get back to the business at hand. Now, my father just handing over the information on the research team and Kaiser out of the clear blue, I can't say I trust it. But if he has something to gain from helping us prevent terramorph attacks, I'm not seeing it. So while you'll absolutely want to be cautious, what would you think about trying to bring back Kaiser? Erstmal die Frage, was glaubst du, warum Vivictus uns hilft? I'm honestly not sure what his endgame might be. Involving himself in preventing terramorph attacks after all the damage he's done? Something doesn't add up. But he clearly understands how valuable it'd be to have Kaiser involved in this endeavor. So, I still think it'd be worth looking into. If you're willing. Lass mich darüber nachdenken. Ja. Ich spüre ihn auf. I think it's the right call. But if Kaiser has been out wandering on his own for all this time, you're gonna need a couple things. Folge Hadrian. Ich finde interessant, dass Sarah dazu gar nichts sagt. Wo ist Sarah? Da ist Sarah. Ich hätte gedacht, sie würde da irgendwie auch was zu sagen. Dass er noch lebt oder sowas. Boah, liebe ich es langsam an den NPCs zu folgen. I know it's here somewhere. Aha. Here, Kaiser schematics. Actuators, weapons, batteries. That old robot's been MIA for a while, so chances are he's gonna need some repairs. He's also got a lock on his voice controls. You can give yourself authorization with the phrase, Nos belli machinis. Now, where exactly is the old machine? Stellst du vor, dass ich ihn repariere? Ganz alleine? It's really not that daunting. So long as he's on a planet with some modicum of civilization, you should be able to cobble together most of what he might need. He is on a planet like that. Right? Ground Zero für den Einsatz von Xenowaffen, so wurde es mir beschrieben, Freestyle-Territorium. Er spaziert auf dem Schlachtfeld einer Welt namens Nira herum. A battlefield? On Nira? Ugh, sheesh. No wonder no one's found him. That sector of Nira was destination #1 for xenoweapons during the war. Add to that general environmental devastation and the kind of lawlessness that comes with any Freestar world,
And that planet's got more than enough ways to make a visit your last. But I think there's a place where you can start your search. Yep. One-of-a-kind salvage. Licensed to an Angelo Alonso. Goes by Gel. As good a place to start as any. Okay, was macht Kaiser im Kampf gegen die Terrormorphs so wertvoll? Kaiser lets us do field work with a level of precision that there's really no other way to accomplish. More than a few of the options we're looking into. Detectors to uncover the Terramorph transmission method, or crafting a targeted biological agent. They require highly specific materials to test against. And asking a group of Marines to accompany us for that kind of work, well, it usually ended up with ruined samples and wounded teammates. Was kannst du mir noch über Nira The sagen? Colony War saw a lot of hard fighting, but Nira got it the worst. Everything the Freestar Collective and UC could muster, ground troops, xenoweapons, mechs, was hurled into the fray. Both sides hoped something would decisively turn the tide, but it never did. When the war finally ended, swaths of that world were so devastated they were effectively abandoned. So what Kaiser's doing there of all places, I can only guess at. Okay. And I'll make sure we're ready to put them to use as soon as you got them. Alles klar. Well, hello, sunshine. Talk to you again soon, darling. Ja gut. Dann, schwuppdiwuppdi. Abgang. Oh Gott, Alter, erschreck mich doch nicht so. Nee. After you, Captain. Tschüss. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Tschüss. Okay, dann schauen wir mal. Nira Schmira. Das ist Narion-Gebiet. Okay. Ja, dann würde ich sagen, können wir da eigentlich mal hinfliegen. Oh, das sind 2 Sternstationen. Und da ist ein Schiff. Wir fliegen mal erstmal zum Schiff. Ich will mir das mal angucken. Und die Sternstation würde ich mir auch gerne angucken. Was es da so zu entdecken gibt. Ich erforsche gerne. Hey. Hier ist was passiert, würde ich jetzt behaupten wollen. UC Colony Schiff. Excuse me. Hast du was Interessantes gehört? You ever just forget to sleep when you're on a long haul? Never realize how important the horizon is until it's not there. Okay, gutes Gespräch. Du bist also nicht das Schiff, weswegen ich hier hin kann. Bist du das Schiff? Freestar. Share the skies. Ich glaube, das ist auch nicht das Schiff. Everyone's got a place in the collective. Was ist denn hier das Schiff?
Hä? Was? Schiff. Welches Schiff? Das hier zählt wohl kaum als Schiff. Crimson Fleet, Spacers, Maroon Zealots, you see any of them, you come find us. Watch your course out there. Not interested in defrosting anyone today. You're coming in loud and clear. Das wird doch nicht das Schiff sein, oder? We're not here to bother anyone. Unless they give us a reason to. Fly smart out there. Okay, keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Welches Schiff das jetzt sein soll. Gucken wir uns mal die Sternstation an. Wobei ich könnte mir vorstellen, dass wir da früher oder später noch missionsmäßig hingeschickt werden. Weil das halt Freestar Collective Raum ist. Welcome to Stroud-Eklund Star Yard. Permission to dock granted. Ah, Stroud-Eklund, ja. Ja, gucken wir uns vielleicht doch mal an. Und ab wann darf ich docken? Jetzt darf ich docken. Vielleicht gibt es hier ja was Interessantes. Man kann ja mal nach. How can I be of service, Captain? I'm Walter Stroud, and on behalf of Stroud... So this is the Star Yard Walter can't stop talking about. I can certainly see why. It's a monumental operation. that are out of this world. You've seen the rest. It's You have a good day. try a Stroud Eklund. I can't decide which model to get. Not much going on. Is Oh. something else. Richtlinie. Die Kundschaft geht vor. Ich muss ständig Fragen zu den neuen Prozessen beantworten. Und mir ist auch klar, dass Veränderung einem Angst machen kann. Aber das Ziel ist es ja, alle Pain Points beim Kauf eines Schiffs zu eliminieren. Ja, wir setzen uns einem größeren Risiko von Betrug und Zahlungsausfällen aus, aber das ist okay. Bei jeder anderen Sternwerft dauert es für unsere wichtigsten Kunden Stunden, bis sie einen unterschriebenen Vertrag in der Hand haben. Manchmal sogar Tage. Das ist lästig, antagonistisch und veraltet. Bei Stroud-Eklund muss der Kunde im Mittelpunkt stehen. In jeder Hinsicht. Wenn wir diesen Kodex leben, dann werden alle Verluste durch Neukunden aus Mundpropaganda und durch glückliche, treue Kunden ausgeglichen. Also, fragt euch bei jeder Entscheidung, habe ich das Leben des Kunden besser gemacht? Wenn die Antwort Nein lautet, dann heißt es zurück ans Reißbrett. Wir revolutionieren die Raumschiffbranche und ich bin stolz, diese Reise gemeinsam mit euch allen erleben zu dürfen. Verkaufsterminal. Sprich mit Herr Shaw. Okay, Trockendock-Probleme.
Ohne sein dichtes Netzwerk aus Minern und Händlern wäre Short Eklund nicht in der Lage, seine exzellenten Schiffe zu bauen. Zwar sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, den vorgeschriebenen Lohn der Handelsaufsicht zu zahlen, dafür aber sind wir mit Leidenschaft dabei. Unser prämierter Vertriebsleiter Havershaw erklärt dir gerne alles weitere. Freu dich auf den Profit. Must have cost a fortune to build this place so fast. Nice to see you again. How can I help? If I were Hope you have a good Tayo, stay. I'd be very concerned about the new Stroud-Eklund models. A pleasure to meet you. Welcome to the premier star yard in the settled systems. We may be new, but I think you'll see why everyone's talking about us. Was hebt Short Eklund Schiffe vom Rest ab? The other star yards have been in business so long that they're set in their ways. Take Deimos. They've been making spaceships since my grandfather's grandfather's days. So we looked at every facet of these elderly corporations for opportunities to revolutionize and innovate. If you don't believe me, see for yourself. Die Sternwerft sieht sehr beeindruckend. Thank you. So, what sort of ship are you looking for? Sind die Schiffe von hier wirklich besser als von anderen Sternwerften? In my opinion, yes. Trident and Tayo both value style over substance in their own way. Deimos is positively ancient, very set in their ways. And Hope Tech? Well, you don't look like you want a space barge. Ja, Hope Tech hat sehr viel Frachtraum, ne? Das spricht schon für die. Zeig doch mal, was du hast. Private, ja gut, das Ding habe ich schon ein paar Mal gesehen jetzt. Galileo, da bin ich mir unsicher, ob ich das schon mal gesehen habe. Sieht aber nice aus. Problem ist 200er Frachtkapazität, da kann ich mich auch gleich erschießen. Das sieht aus wie das erste. Jo. Okay. 2300 Fracht. Also immer noch deutlich weniger als das bei Hope Tech. Aber ich sehe hier auch noch Möglichkeiten anzubauen. Hier unten, würde ich sagen. Dürfte eigentlich gehen. Theoretisch ja auch noch irgendwie an der Seite oder sowas. 170.000. Antrieb ist gut dabei. Die Waffen, naja. Okay. Ach du Scheiße. What the fuck? Okay. Alter, das ist ja ein richtiger Klopper. Holy shit. Alter, setzt das mal im Vergleich. Das Ding zu dem Ding. Okay. Ja, aber hier haben wir wieder absolut keine Fracht. Der Warwolf auch wenig Fracht. Aber anscheinend stark mit Waffen ausgestattet. Okay. Havershaw can help you if you need anything. Aber das war's dann jetzt hier? Sieht so aus. Hey, wait, da ist eine Tür. Hallo. I don't think you're supposed to be here. Ich glaub doch. Might want to turn around, mate. This is a meeting room, not the show floor. Sorry, excuse me, but we're in a meeting? Ja. I think you're in the wrong place. Echt? If you're here to buy a ship, this is not the place. And I am not the person you should be speaking to. Ach so, okay. Na, dann gehe ich mal weiter. Immer weiter anstatt zurück.
Bleiben wir erstmal oben. Erstmal ein anderes Mitglied aus der Constellation beklauen. Finde ich, ist ein guter Plan. Wo geht's denn hier noch hin? Unzugänglich. Ach, Dockingschleuse, okay. Da wäre theoretisch auch nur ein anderes Schiff. Hallo? Welcome to Straudeckland. Ja, freut mich. Also hier werde ich noch nett begrüßt, weißt du, da oben die Leute so, du bist hier falsch, du bist hier falsch, piss dich, du bist falsch. Und hier werde ich begrüßt. Da steht nehmen. Wo neben drauf steht, ist stehen nicht drin. Starfield Firmenterminal. Neuer Konsultant. Da das gesamte Projekt offenbar auf unbegrenzte Zeit zum Stillstand gekommen ist, schicke ich euch einen zuverlässigen Kollegen, um die Sache wieder auf Kurs zu bringen. Ihr steht daher mit sofortiger Wirkung unter neuer Führung und habt alle Anweisungen meines Consultants zu befolgen. Jules, du übernimmst weiterhin die Projektleitung. Daher möchte ich, dass du meinen Konsultant mit allen Details versorgst und mit unserer Arbeitsweise vertraut machst. Beantworte alle aufkommenden Fragen und erinnere dein Team immer wieder daran, dass dieser Befehl direkt von mir kommt. Bauteile vergriffen. Wir bedauern, euch mitteilen zu müssen, dass die bestellten Bauteile aufgrund unerwarteter Lieferschwierigkeiten derzeit nicht erhältlich sind. Wir rechnen damit, dass sie das Fließband in den kommenden Wochen verlassen werden. Wir werden sie versenden, sobald sie wieder verfügbar sind. Da wir großen Wert darauf legen, auch in Zukunft mit Starfield zusammenzuarbeiten, erstatten wir aus Glanz 5% Rabatt auf die gesamte Bestellung und möchten uns noch einmal für die Verspätung entschuldigen. Boni. In unserem anonymen Mitarbeiter-Feedback-Forum kam das Thema Boni zur Sprache. Gute Neuigkeiten. Der Vorstand hat zugestimmt, allen Angestellten einen moderaten Bonus auszuzahlen. Der Rest eurer Bonuszahlung wird nach Beendigung des Projekts Codenamen Lab überwiesen, vorausgesetzt, dass die erforderliche Deadline und alle Absatzziele erfüllt werden. Budgetvorschläge können nur von einem Vorstandsmitglied... Ah, okay. Budgetüberblick für Projekt Zenit. 82.000 genehmigt. Turmfalke. 40.000 genehmigt. Schwarzes Loch. 205.000 abgelehnt. We have a state-of-the-art R&D department here. Designvorschlag. Becherhalter funktionieren im Weltall nicht so gut. Taschenhalter dagegen bringt sie überall an. Kein Set sollte mehr als eine Armlänge von einem Getränk entfernt sein. Alles mit Goldrand. Sieht nach Luxus aus. Ist zwar teuer, aber was soll's. Die reiche Elite kauft alles, was vergoldet ist. Weitere absurde Luxusideen. Beheizte Massagesitze, Sonnenbanken, Dampfbadkessel, begehbare Schränke, begehbare Kühlschränke, klimatisierte Weinkeller, Aromatherapiegeräte, Luxus-Memory-Schaum in stabilisierten Schlafkapseln. What the fuck, Alter. Und noch ein Computer. Bekanntmachung. Erinnerungssicherheitsschulung. Wir möchten daran erinnern, dass die Teilnahme an der Sicherheitsschulung verpflichtend ist und bis Ende des Monats erfolgt sein muss. Quartalsbericht. Wie euch allen sicher bewusst ist, steht das Quartalsmeeting vor der Tür. Die Teilnahme ist nicht verpflichtend, erfordert aber eine sichere Verbindung. Wer teilnehmen möchte, sollte daran denken, rechtzeitig kontaktieren. Das kommt mir irgendwie schon mal bekannt vor. Ja, das habe ich schon mal gelesen. Das ist einfach so.